Willkommen bei eTech mit Janiello. In diesem Video geht es um Gleichstrom, genauer um Gleichstromschaltungen und noch genauer um die Anwendung der Stern-Dreieck-Umwandlung bei der Brückenschaltung. Zwar habe ich schon mal ein Video darüber gemacht, aber vor kurzem fand ich eine besondere Aufgabe, die gleich eine doppelte Umwandlung erfordert. Das liegt daran, dass in dem Brückenzweig nicht nur ein, sondern zwei Widerstände untergebracht sind, die man auch nicht zusammenfassen darf, weil sich die Aufgabe sonst nicht lösen lässt. Es soll nämlich die Spannung des Stückes zwischen den beiden Widerständen auf der einen Seite und dem Minuspol auf der anderen Seite ermittelt werden. Falls du die Aufgabe erst einmal selber lösen möchtest, hast du hier schon mal das Ergebnis. Die gesuchte Spannung beträgt 5 Volt. So, jetzt aber ab zur Lösung. In dieser Schaltung sind zwei Widerstände drin und zwischen diesen beiden Widerständen R2 und R5, da ist auch noch ein Abzweig. Das macht die Sache etwas schwieriger als üblich. Für uns bedeutet das, dass wir links und rechts zwei Sterne haben, die wir beide in Dreiecke umwandeln müssen. Als erstes werde ich die beiden Sterne auf der linken und rechten Seite umformen in zwei Dreiecke. Ich starte also mit dem linken Stern, das ist hier die 1, davon geht ein Widerstand ab in die Brückenleitung und unten haben wir den Widerstand 3. Daraus wird ein Dreieck, ich nenne mal die Widerstände A, B und C. Und um diese Widerstände zu berechnen, brauche ich einen sogenannten Sternleitwert. Der Sternleitwert ist ein Leitwert, also 1 durch RS, S für Stern. Und das ist nichts anderes als 1 durch R1 plus 1 durch R2 plus 1 durch R3. Wenn wir hier wissen, dass ja überall dieser Wert R1, R2, R3 3 Ohm ist, haben wir das also 3 mal. Kann ich schreiben 3 durch 3 Ohm. Und das ist dann 1, aber Vorsicht, 1 durch Ohm ist die Einheit, nicht Ohm. Das wäre also der Sternleitwert. Wenn ich jetzt diesen Sternleitwert Widerstand hinschreibe, dann sind das genau 1 Ohm. Okay, wie geht man damit um? Ich möchte jetzt den Widerstand A bestimmen. Das mache ich, indem ich die beiden Nachbarn von A, also 1 und 2, nehme und miteinander multipliziere und durch den Sternwiderstand teile. In unserem Fall wären das wieder 3 mal 3 Ohm Quadrat durch 1 Ohm. Kommt hier also raus, RA ist gleich 9 Ohm. Wenn ich jetzt RB und RC auch noch ausrechnen will, dann müssen die genauso groß sein. Warum? Weil R1, R2, R3 sind ja alle gleich groß. Deswegen müssen also auch die 9 Widerstände alle gleich groß sein. Das gleiche mache ich jetzt mit dem rechten Stern. Das heißt, hier war die 4, Knoten 5 und die 6. Die Widerstände muss ich jetzt irgendwie anders nennen. Sagen wir mal, das ist A, B, C, dann kommt D, E und F. Und dann hätte ich hier dieselbe Situation, was die Gleichheit angeht. Zum Beispiel RE wäre ja gleich, die Nachbarn sind 4 und 6, also R4 mal R6 durch den Sternleitwert RS. Der ist hier aber ein anderer als vorher, weil die Widerstände hier 6 Ohm groß sind. Also rechne ich das mal kurz aus. 1 durch RS ist gleich 1 durch 6 Ohm plus und so weiter. Ist am Ende 3 mal 1 durch 6 Ohm. Das heißt, 1 durch RS ist gleich 1 durch Ohm. Oder anders ausgedrückt, der Sternwiderstand, der wäre dann 2 Ohm. Ist eigentlich logisch, weil ja die einzelnen Widerstände 4, 5, 6 genau doppelt so groß sind wie 1, 2 und 3. Damit ist also zum Beispiel RE gleich 6 Ohm mal 6 Ohm durch und R Stern war ja 2 Ohm. Das heißt, RE ist gleich 18 Ohm. Das muss aber genauso groß sein wie RF und wie RD. So, wenn wir das haben, muss ich diese Schaltung ein bisschen
anders zeichnen. Ich muss ja jetzt diese grünen Dreiecke da reinbringen statt der schwarzen Sterne. Und dann sieht die Schaltung so aus, dass ich bei dem positiven Potential 1 anfange. Und dann gibt es jetzt 4 Abzweige nach unten. Nämlich, wenn wir uns das mal da oben angucken, haben wir einmal den Widerstand C, dann am selben Potential hängt der Widerstand A, dann haben wir auf der anderen Seite den Widerstand D und am selben Potential, am selben Knoten hängt der Widerstand E. Die sind also alle 4 mit dem positiven Pol verbunden. Wie geht's dann weiter? Nach unten hin ist es so, dass dieses C direkt über 1,3 mit dem Minuspol verbunden ist. Also kann ich hier direkt runter zum Minuspol gehen. Das gleiche trifft auch für E zu. So, das ist das Potential Nummer 2. Für A und D dazwischen sieht es ein wenig anders aus, denn da ist noch ein Zwischenpotential zu berücksichtigen. Von A geht eine Leitung aus zu einem Knoten und dann zu D. Vom Knoten wiederum geht die Klemme A ab und wir haben auf der Klemme gegenüber von A eine Klemme B, die direkt mit dem Minuspol verbunden ist. Dann bleiben nur noch die Widerstände B und F übrig. Die hängen auch zwischen dem schwarzen und dem blauen Potential. Deswegen zeichne ich die hier ein. Also das bei A hätten wir darunter das B und bei D hätten wir dann nach dem Knoten das F und die sind wiederum mit dem Minuspol verbunden. Ja, die gehen ja direkt wieder hier runter an das Potential 2. Jetzt gibt es eine Abkürzung, einen netten Trick, der besagt, dass alle Widerstände, die dieselbe Farbkombination haben, also dieselben beiden unterschiedlichen Potentiale, dass diese Widerstände parallel sind. Welche Widerstände wären dann hier parallel? Da hätten wir zum Beispiel C und E, die beide an Rot und Blau hängen. Die müssten also parallel sein. Das heißt, ich kann die zusammenfassen. Oder A und D, die hängen an Rot-Schwarz, kann ich zusammenfassen. B und F hängen an Schwarz-Blau, kann ich auch zusammenfassen. Dann würde jetzt dieser Schaltkreis wieder ein bisschen einfacher aussehen. Ich zeichne den mal neu. Weil C und E zusammenkommen und A und D auch, habe ich jetzt nur noch 2 Abgänge hier. Und zwar den Widerstand CE und den Widerstand AD. Beim Widerstand AD folgt aber erst noch das schwarze Potential. Und zwar teilt es sich auf, nämlich einmal die Klemmen A und B. Und auf der anderen Seite ist dann dieser Parallelwiderstand BF. Auf der unteren Verbindungsseite ist jetzt das Potential 2, das negative Potential, mit all den anderen verknüpft. Wenn ich also jetzt diese Spannung UAB bestimmen will, dann kann ich das ziemlich einfach über die Spannungsteilerregel machen. UAB verhält sich genauso zur Gesamtspannung U wie die entsprechenden Widerstände. Und zwischen A und B habe ich ja gar keine Verbindung. Der Strom kann, wenn, dann nur hier rumfließen. Das heißt, die Widerstände, die hier eine Rolle spielen, sind insgesamt AD und BF. Das ist hier unten RAD plus RBF. Gesamtspannung, Gesamtwiderstand von dieser Reihenschaltung. Und oben haben wir UAB im Zähler. Das entspricht der Potentialdifferenz Schwarz-Blau. Und zwischen Schwarz und Blau hängt nur der Widerstand BF. Das löse ich jetzt nach UAB auf. Das ist dann gleich U mal RBF durch RAD plus RBF. Und jetzt brauche ich nur noch diese Parallelwiderstände auszurechnen. Dann habe ich mein Ergebnis. Die Parallelwiderstände auszurechnen ist relativ einfach. RBF ist ja gleich RB mal RF durch RB plus RF. Das wäre in unserem Fall, wenn ich wieder nach oben gucke, RB ist 9 Ohm, RF ist 18 Ohm, also 9 mal 18 durch 9 plus 18 Ohm. RBF ist
6 Ohm. Und genauso mache ich das dann mit RAD. RAD ist gleich RA mal RD geteilt durch RA plus RD. Das sind in unserem Fall, RA ist 9 Ohm, RD sind 18 Ohm. Also dasselbe wie da oben. 9 mal 18 durch 9 plus 18 Ohm. Das heißt RAD auch 6 Ohm. Bedeutet, dass das UAB gleich die 10 Volt ist, mal 6 durch 12 oder mal 1/2. Und damit wären wir beim Ergebnis. UAB muss dann 5 Volt groß sein. Falls ich dir mit diesem Video weiterhelfen konnte, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Vielen Dank.